Guten Morgen. Ich habe gestern meiner Zeit, das Missile Silo Video gemacht und war natürlich mit einer MPX-Maschinenpistole unterwegs und habe mich dann auch nochmal damit beschäftigt. Ich habe bis jetzt eigentlich nur Sturmgewehre behandelt und kam jetzt auf die Idee, was machen wir mit Maschinenpistolen? Und da habe ich mich erstmal schlau gemacht im Tabor-Wiki. Und da ist mir erstmal aufgefallen, dass es eigentlich gerade am Anfang wenig vernünftige Maschinenpistolen gibt, bis gar keine. Also wir haben die MP40 auf Spectre Level 1 und wir haben wie ist die XC8 Storm, korrigiert mich. Ich bin da nicht so der Freund von dem Gerät. Ich werde da auch ein separates Video noch zu machen, weil es halt die einzigste auf Spectre 2 ist, die meiner Meinung nach interessant ist. Und man hätte auf Spectre 2 auch noch eine Thompson, die aber auch dann wieder nur interessant ist, wenn ich eigentlich das Trommelmagazin dafür habe. Weil die gibt es auch in der Stangenmagazin-Variante und die Trommel. Nichtsdestotrotz habe ich mal gedacht, ich mache jetzt mal ein paar Videos über Maschinenpistolen und fange mal mit einem kleinen Exoten an, würde ich sagen. Wenig spielen sie, aber sie ist doch immer wieder gerne ein Thema. Und zwar die Bison. Ich glaube PP91 oder PP90 Bison. Und zwar ist das eine Maschinenpistole, auch auf dem Verschlusskonzept der Kalaschnikow. Also dementsprechend mein allseits gepriesenen Wahlhebel, der hier gegeben ist. Also ich kann auch schön Einzelschuss und Vollautomatik schießen. 9x18 ist halt neben der Makarov die einzigste, die dieses Kaliber schießt, meine ich. Ist also die sowjetische 9 mm. Die große Stärke an dieser Waffe ist eigentlich das Helikalmagazin. Warum dieser abstruse Name? Ja, die Patronen sind wie in einer Doppelhelix oder wie in einer Helix, spiralisch hier drin angeordnet. Das führt dazu, dass wir hier 64 Schuss drin haben. Und das ist fast das größte Magazin, was es gibt im Spiel. Ich glaube, nur die PP Shah ist mit 71 bei noch mehr, was Maschinenpistolen angeht. Und da haben wir zwei Besonderheiten. Also wir haben einmal dieses schön große Magazin, was auch ziemlich auffällig ist. Wir können dadurch aber keinen Tactical Mag Switch machen, weil die einfach zu groß sind für die Hand. Also wenn man die aktiv spielen möchte, ich habe ja immer 2 Ersatzmagazine dabei, dann sind wir also auch über 180 Schuss, das sollte reichen. Man braucht sieht man es, eine leere Magazintasche, damit man das eine verstauen kann. Man könnte natürlich auch die Magazine fallen lassen und nachher aufsammeln. Habe ich irgendwie immer noch nicht mehr angewöhnt. Ansonsten, wie bei allen sowjetischen Systemen, wir haben hier die Führung für den Schwalbenschwanzadapter. Mein geliebtes PK06 ist gerade weggeglitscht. Und der obligatorische Schalldämpfer, der hier möglich ist. Mal ansetzen. Wir haben es letztens gesehen. Ich habe schon überlegt, ob ich falsch greife. Und lasse ich ihn gleich weg. Das ist wieder ein Vorführeffekt. Na? Ist lustig, dass das sind. Manchmal geht es auf Anhieb und manchmal gar nicht. Seht ihr, ich drehe rechts rum. Na gut. Komm, ich will ja nur die Raster haben. Egal, wie ich die Hand ach, lass mal weg. Also irgendwo ist es noch ein bisschen Regelbedarf. Komm mit Waffel bitte. Guck da mal nach. Fertig geladen ist immer noch. Wir hatten eine in der Kammer. Sind auf Einzelschuss. Und wie ihr seht, auch sehr schön zum Handhaben. Und bei 64 Schuss habe ich natürlich genug Luft. Die ist nur ein bisschen bockig, also ein bisschen gegenhalten. Aber gerade auf Missile Silo oder auf engen Maps, wenn ich natürlich dann es war wahrscheinlich nicht ganz voll.
Genau, also ich habe auf jeden Fall genug Munition, um zu arbeiten damit. Und das sind eh jetzt Full Metal Jacket Magazine, also würde ich die noch nachfüllen mit AP. Aber ich finde die sehr angenehm im Handling. Der einzige Wermutstropfen, die kann man erst auf Spectre 4 kaufen. Und das finde ich persönlich ist eigentlich der falsche Ansatz. Wir haben also um Spectre 3 rum nicht viel an Maschinenpistolen, was wir uns zulegen können. Und ab Spectre 4 können wir direkt ein halbes Dutzend kaufen, wo ich dann eigentlich auch sehr interessante Sturmgewehre kriege. Und damit eigentlich, ja, Maschinenpistolen schon wieder außen vor sind. Wenn ich jetzt mal als Referenz nehme, mache ich auch noch eins zu. Die MPX, die ihr auch in anderen Videos von mir schon gesehen habt. Die ist zwar leider aus dem Terran Tactical DLC, aber die ist halt auf Spectre 3 zu haben. Mit einem 41er Sichelmagazin. Und das bringt die natürlich in eine Position, dass ich erstmal noch eine zweite Rail habe. Funktioniert wie ein M16. Ja. Also direkt kleine Konkurrenz zur Beisen. Ich würde sie aktuell bevorzugen. Aber die Beisen hat einen gewissen Stil und sie ist auch schön kompakt, muss man dazu sagen. Also ich mag kompakte Waffen. Wir haben also auch hier die Möglichkeit mit Klappschild. Ich glaube nur in den G4 geht sie nicht rein. Aber das müsste ich nochmal ausprobieren. Da könnte ich dann nochmal in einem anderen Video was zu sagen. Ja. Ansonsten hat man eigentlich eine ganz solide Waffe. Die Magazine sind halt selten zu finden oder man kauft es halt auf Spectre 4. Und dann sind wir wieder an dem Punkt gerade. Also die ich besitze, habe ich alle aus Raids mitgenommen. Mal ein Magazin gefunden, mal eine Waffe gefunden. Ich glaube, 1, 2 Waffen habe ich schon verkauft. Ich habe noch 2, aber die Magazine habe ich behalten. Ja, das wäre es schon zur Beisen. Ich finde es eigentlich ziemlich stylisch und angenehm mit den großen Trommeln. Aber so ein kleines Nischendasein. Vielleicht mal auf Spectre 3 runter von der Verfügbarkeit. Dann würde die, glaube ich, einen ganz guten Aufschwung kriegen. Ja, das dazu. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.